man macht Fehler an Stellen, wo man denkt, nein, das ist zu trivial, da ist kein Fehler. Das heißt, ich habe da eine Riesensicherheitslücke eingebaut gehabt. Quasi trotz der 100% Coverage. Genau. Das war eine Schleife, eine Waldschleife. Also garantiert keine Fehlerfreiheit. Jede Metrik, die man irgendwie so vorgibt, da kann man betrügen. Ja, genau. Und dann wird auch betrogen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2026 mit dabei. Bei mir zu Gast war Roger Butenut und mit ihm habe ich über sein Experiment gesprochen, einen komplexen Interpreter mit 100% Branch Coverage zu testen. Welche peinlichen Fehler dabei ans Licht kamen, warum trotzdem noch Bugs übrig blieben und was das Ganze mit testbarem Code zu tun hat, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß dabei. Hallo Roger, schön, dass du da bist. Danke, dass ich kommen durfte. Ja, ich freue mich. Ich habe heute schon in der Früh deinen Pitch gesehen und da habe ich mich gleich noch mehr auf unsere Folge gefreut und dein Abstract gelesen und da habe ich schon gedacht, das ist ein schönes Thema. Und zwar hast du dich mit dem Thema Code Coverage auseinandergesetzt, kann ich mal so sagen, ne? Oder so mal 100% Coverage auch. Ne? Genau, ich habe es ja heute Morgen gesagt, nicht auf Methodenebene, nicht auf Zeilenebene, sondern auf Branch-Ebene. Ja. Also wirklich jeder Branch, das heißt, wenn man ein If hat mit einer Und-Bedingung innen drin, 3 Testfälle. Ja. Wahnsinn. Also da müssen wir jetzt gleich mal reinstellen. Zum einen mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen oder was hat dich denn da interessiert dran? Also die Idee ist gekommen, ich habe in so einem Side-Projekt einfach aus Spaß an der Freude mal einen Interpreter für eine Lisp-ähnliche Sprache gebaut in Java. List Processing, wie es der Name schon sagt, braucht Listen und zwar immutable oder persistente Listen. Das heißt, wenn ich auf der Liste eine Operation aufrufe, um ein Element hinzuzufügen oder wegzunehmen, verändere ich nicht die Liste selber, sondern ich kriege eine neue Liste zurück, die so aussieht, als wenn ich die andere Liste kopiert hätte mit der Änderung. Natürlich möchte man das nicht so implementieren, dass man jedes Mal die komplette Liste kopiert, sondern idealerweise steckt da irgendeine intelligente Implementierung dahinter, die möglichst viel wiederverwendet. Und da hatte ich gesucht, ArrayList von Java, die ist nicht immutable. Da habe ich bei Scala geguckt. Die Scala verwendet eine Single-Linked List. Die finde ich zu ineffizient. Wenn man da aufs n-te Element zugreifen will, muss man wirklich n-mal durchgehen. Das ist ja grottenineffizient. Scala hatte damals schon so einen Indexbaum. Der ist relativ effizient, der hat aber den Nachteil, dass so wie der da aufgebaut war, dass selbst eine Liste mit einem Element schon irgendwie über 200 Byte verbraucht hat. Das war mir speichermäßig halt gerade für viele kleine Listen zu ineffizient. Also habe ich mir da selber eine Listenstruktur ausgedacht, funktioniert mit einem zweidimensionalen Array, mit exponentiell wachsenden Größen der Subarrays, also das ist im Normalfall mit log-n Aufwand erledigt, die meisten Operationen, zumindest über die Zeit automatisiert. Das Ding hat aber den Nachteil, die Implementierung davon war relativ kompliziert und da war eine Chance für irrsinnig viele Plus-Minus-1 Fehler drin. Deswegen hatte ich die Liste dann relativ gründlich getestet und war dann irgendwie schon knapp bei 100% oder war bei 100%. Und das war dann so der Moment, wo mich der Ehrgeiz gepackt hat und da dachte ich, kann man das auf den kompletten Interpreter ausdehnen? Okay, ja. Und dann ging es halt los. Ja, okay, da hast du dir eine Challenge gesetzt. Genau, das war dann sozusagen die persönliche Challenge. Ja. Und also wie bist du dann so weiter vorgegangen? Was waren so die Schritte? Ja, wenn man irgendwie einen Sprachkern hat in Verbindung mit der Standardbibliothek, fängt man natürlich mit den Sachen an, wo man jetzt Funktionen hat, die jetzt wirklich auch, sag ich mal, reine Funktionen im Sinne der funktionalen Programmierung sind. Also Funktionen, die keinen Nebeneffekt haben, wie Addition oder die ganzen arithmetischen Funktionen in der Sprache, die kann man natürlich auch noch relativ leicht testen, weil das sind im Endeffekt dann ja fast alles wie abstrakte Datentypen. Das heißt, da hat man keine Abhängigkeiten nach außen. Das ging noch relativ gut. Und dann dachte ich irgendwann, geht's auch bei den anderen Sachen. Und da wurde es halt interessant, weil dann kamen plötzlich so Sachen hinzu wie I/O-Operationen, also Dateien lesen, schreiben. Und da muss man dann halt schon anfangen, okay, dann lege ich halt vorher eine Datei hin und lese die halt ein und gucke, ob es passt.
Oder andere Sachen, die Sprache hat auch einen eingebauten HTTP-Client und einen HTTP-Server. Muss man im Test natürlich immer das entsprechende Gegenstück schreiben, damit man das Ganze damit auch machen kann. Jetzt war es in der Sprache natürlich schon beides drin, Client und Server. Das heißt, de facto hatte man das Gegenstück dafür schon. Ne? Muss natürlich hoffen, dass das Ding auch wirklich standardgemäß ist und man sich dann nicht selber irgendwie noch betrügt. Aber das basierte auf Standard-Java-Bibliotheken. Das heißt, die konnte ich dann sozusagen übernehmen. Ja, ja. Bist du da irgendwo an Grenzen gestoßen, wo du gemerkt hast, das geht nicht oder geht nur mit sehr viel Aufwand? Also manche Sachen waren halt aufwendig. Ne? Dann, wenn man zum Beispiel jetzt 100% haben will, dann muss man natürlich auch den Exception-Händler für eine Dateioperation testen. Und man möchte nicht für einen Test seine Festplatte vollschreiben. Ja. Und da war dann halt die Lösung, dass ich da sehr viel mit Dependency Injection gearbeitet habe und dann halt mit Interfaces gearbeitet habe. Also der Scanner für die Sprache, der kriegt dann nur einen Java Reader reingereicht. Ja, und dann kann ich für einen Test halt auch einen Java Reader reinreichen, der dann an gegebener Stelle halt eine IO-Exception wirft. Und damit kann ich es testen. Bei anderen Sachen wird es dann interessanter. Ich meine, die Sprache ist normalerweise so aufgebaut, wenn man da den Interpreter laufen lässt, der liest dann immer einen Ausdruck ein, evaluiert den und gibt das Ergebnis per Standard-Out aus. Wie kriege ich jetzt in einem JUnit-Test Standard-Out raus? Ja. Ne? Und da habe ich dann auch so gesagt, der Interpreter läuft halt standardmäßig mit System-Out von Java, aber ich kann den Print-Stream, der da drin steckt, den kann ich halt auch austauschen. Ja. Und dann kann ich halt einen eigenen Print-Stream reingeben und damit kann ich dann sozusagen auffangen, was bei Standard-Out rauskommt und damit konnte ich es dann wieder testen. Ja, ja. Und bei einigen Stellen war es aber tatsächlich so, ich habe dann den Programmcode auch geändert, damit ich solche Injections machen das heißt, konnte. Du hast dann quasi den Code testable gemacht. Ne? Genau, ich habe ihn testbar gemacht. Ja. Ist ja auch ein ganz spannender Ansatz, weil das ist ja etwas, was wir ja in der großen, weiten Welt in der Softwareentwicklung auch immer wieder versuchen. Also wir sagen, okay, wenn man irgendwas nicht testen kann, dann muss man vielleicht das auch so umbauen, dass es testbar wird. Ne? War jetzt bei mir natürlich leicht, weil ich keinen externen Product Owner hatte. Der Product Owner war ich selber und dann konnte ich mir selber sagen, okay, mach's testbar. Weil in der realen Welt ist das halt schwieriger. Ne? Und dann wird vielleicht auch irgendwer sagen, ich soll das jetzt ändern, nur damit es testbar wird. Das darf doch nicht sein. Es muss so testbar sein. Ja, manchmal ist es vielleicht besser, den Code so zu ändern, dass man ihn testen kann. Ja. Gerade auf so einem Beispiel, hat dir das was... Also außer, dass du natürlich die 100% geschafft hast oder in dem Fall, hat dir das was gebracht, dass du es testbar gemacht hast? Oder würdest du sagen, hätte es nicht sein müssen? Ja, ich sag mal, an manchen Stellen ist tatsächlich, also an einer Stelle habe ich zum Beispiel in die Listenfunktionen was eingebaut, dass ich mir rausgeben lassen kann, wie die innere Struktur der Liste ist. Das braucht man im realen Code überhaupt nicht. Das ist nur zum Test, dass ich testen kann, hat die Liste intern die Struktur, die sie haben sollte. Ich sag mal, an vielen Stellen, wenn man so arbeitet, dass man mit dieser Dependency Injection arbeitet, selbst ohne so ein Framework wie Spring Boot oder so dahinter, das macht den Code schon flexibler und besser. Oder an anderen Stellen, ich sag mal, sehr oft schreibt man so kleine Schnipsel doch irgendwie mehrfach in irgendwelche Funktionen rein. Ne, wenn jetzt irgendwelche Funktionen zum Beispiel benötigen, dass eine Liste nicht leer ist, dann macht man halt vorne am Anfang, if list empty, throw exception. Ist ein Zweizeiler, den kopiert man dann gerne irgendwo rein. Das heißt aber, wenn man das jetzt testen will, dass man für diese Funktion wieder mindestens 2 Testfälle braucht. Ja. Ich bin halt dann dazu übergegangen, wirklich dieses Don't Repeat Yourself relativ extrem zu leben und solche Mini-Funktionen dann auch entsprechend auszulagern, damit ich das halt dann nicht für so ein Ding 2 Testfälle schreiben muss. Also in dem Sinne sage ich, der Code ist auch besser geworden dadurch. Ne? Dadurch, dass man sowas dann konsequenter rauszieht und konsequenter halt auf Wiederholungen verzichtet. Ja. Wenn du jetzt sagst besser, das würde mich nochmal interessieren, was das in dem Kontext auch für dich dann da bedeutet, weil es kann ja sein, also ist das für dich eine bessere Lesbarkeit oder eine bessere Wartbarkeit auch da drinnen? Oder, weil manchmal wird es auch dann vielleicht ein bisschen crowdy, das Ganze, wenn man das alles irgendwo so klein hackt und modularisiert? An vielen Stellen würde ich sagen, wird die Lesbarkeit dadurch sogar besser. Okay, also macht schon Sinn. Ja.
Und vor allen Dingen, wenn man dann tatsächlich an solchen Sachen was ändern muss, muss man es nur an einer Stelle ändern. Was natürlich umgekehrt auch heißt, wenn man dann an der einen Stelle was ändert, hat man die Chance, auch viele Stellen damit kaputt zu machen. Aber ich sag mal, es gab halt auch zwischendurch, wo ich irgendwelche Designentscheidungen über den Haufen geworfen habe und habe halt irgendwas geändert. Und selbst als ich noch nicht die 100% hatte, habe ich gesagt, ja okay, ich habe aber eine hohe Testabdeckung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Größeres über den Haufen werfe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich das schnell wieder in den Griff kriege. Ja, verstehe. Ja. So hast du dich quasi durch den Code durchgearbeitet und den überarbeitet und Testcode dazu geschrieben. Wie war denn da so das Verhältnis, was dann so für dich da rausgekommen ist, jetzt von Produktivcode zu Testcode? Ziemlich genau 1:1. Ja, doch, also ja. Das fand ich auch interessant. Irgendwann mal vor Jahren, als ich das schon relativ weit damit war, hatte ich mal den Vorstand von uns mit in einem internen Vortrag drin sitzen und der hatte dann auch gefragt und dann hatte ich auch gesagt, damals war es auch ungefähr 1:1. Dann meinte er auch nur so, ja, meine Vermutung. Ja, ja, okay, ja. Aber ist tatsächlich so, ist ungefähr 1:1. Ja. Und hast du es geschafft? Hast du 100% erreicht? Ja. Ja. Also wer will, das ganze Ding liegt auf meinem GitHub-Repository, kann man sich runterladen, kann man ausführen und kann die Tests starten und dann sieht man, sind tatsächlich 100%. Okay, ja. Auf Branchebene. Ja. Also das werden wir auf jeden Fall verlinken, auch unten drinnen in den Shownotes, dass du da mal reinschauen kann. Ja. Was waren denn so für dich so die Erkenntnisse daraus? Also die eine absolut erschreckende Erkenntnis, man macht Fehler an Stellen, wo man denkt, nein, das ist zu trivial, da ist kein Fehler. Also der übelste Fehler, den ich gefunden habe, das war zum Beispiel wenn man selber einen Webservice implementiert, kann man halt sagen, okay, nur mit Basic Authentication, nur mit bekanntem User und Passwort. Mhm. Ja, und dann hatte ich die Methode geschrieben, die User und Passwort auf Gleichheit vergleicht. Mhm. Und da habe ich das Sys vor User und vor Passwort vergessen an der einen Seite. Das heißt, der übergebene User wurde mit sich selbst verglichen. Ja. Das heißt, ich habe da eine riesen Sicherheitslücke eingebaut gehabt. Ja, ich habe halt angefangen zu testen, ne, und dann sage ich auch so, ja, die Zeile ist jetzt ja schon abgedeckt. Ne? Nur von diesem doppelten If sind ja nicht alle 3 Zweige abgedeckt. Ja. Ne? Also, ja, okay, willst aber 100%, also schreibst du die beiden Misstestfälle jetzt auch noch. Ja. Und dann so, ups. Ja. Das war schon peinlich. Ja, das ist natürlich schon. Ja. Auf der anderen Seite, man findet nicht alles. Ja. Also ich habe irgendwann mal die Sprache benutzt, um beim Advent of Code mitzumachen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist Advent of Code. Das macht irgendeiner in den USA immer sozusagen in der Weihnachtszeit. Da gibt es dann eine Weihnachtsgeschichte in Programmieraufgaben. Ja. Also jeden Tag eine Aufgabe in 2 Leveln. Und das kann man wirklich auf Speed machen, wer als erstes die richtige Lösung macht. Oder man kann es einfach so machen. Ja. Und die werden halt von Tag zu Tag ein bisschen aufwendiger. Mhm. Okay, und ich habe halt gesagt, ich mache jetzt da mal mit der Sprache mit, um zu gucken, ob die Sprache alles hat, um damit sinnvoll programmieren zu können. Ja, und dann war eine Aufgabe, da dachte ich, irgendwie funktioniert deine Lösung nicht, die muss aber doch funktionieren. Und dann habe ich tatsächlich noch einen Fehler in meiner Listenimplementierung gefunden. Quasi trotz der 100% Coverage. Genau. Das war eine Schleife, eine Waldschleife. Ich hatte natürlich 0 Schleifendurchläufe getestet und einen Schleifendurchlauf. Aber da wurde in dem Schleifendurchlauf halt relativ weit hinten ein Index versetzt, der erst im nächsten Schleifendurchlauf benutzt wurde. Ja, und den Code gab es zweimal. Einmal für vorne und hinten an der Liste was ändern. Und naja, wie schreibt man sowas? Man schreibt erst 1 und dann kopiert man sich die Methode und macht es halt nochmal für die andere Richtung. Und dann hatte ich an einer Stelle noch ein Plus stehen, wo ein Minus stehen musste. Also der Index hätte nach links versetzt werden müssen, wurde aber noch nach rechts versetzt. Und dann ist natürlich schief gegangen. Ja. Also garantiert keine Fehlerfreiheit. Ja. Ja, es ist total spannend, weil du hast 100% geschafft, ne? Also das ist ja schon eine Leistung, finde ich, ne? Und trotzdem sind dann Fehler drinnen, die man durch andere Tests hätte noch finden müssen, ne? Oder können. Ja. Aber es waren wirklich wenige. Ja. An den einen kann ich mich jetzt erinnern, es mögen noch 2, 3 andere gewesen sein, aber es ist wirklich relativ wenig, was übrig bleibt. Ja. Würdest du sagen, jetzt, wo du dieses Experiment oder vergleichst, bist du ein besserer Programmierer geworden dadurch? Ich denke, ja. Ich bin, sage ich mal,
bescheidener geworden vielleicht. Ne? So bei Sachen, wo ich dachte, ach, schreib's da einfach mal so hin, denke ich vielleicht jetzt ein bisschen drüber nach. Und wie gesagt, ne, mit diesen Rausziehen und so, ich denke, und Dependency Injection, das hat den Programmierstil ein bisschen geändert. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Jetzt ist es ja, wenn ich manchmal mit Entwicklern spreche in Unternehmen, da gibt es dann die erste Diskussion, ja, wenn wir eine Coverage erreichen, dann einigt man sich ja irgendwo bei 70-80% und dann überlegen sie noch, ja, nimmt man eine Line-Coverage oder eine Statement-Coverage oder also eine Branch-Coverage ist eigentlich macht dann keiner. Na, ist ja viel zu viel Aufwand. Wie siehst du da die Relation oder sagen wir den Verlust, den man quasi jetzt zum Beispiel zu einer Statement Coverage oder so hat? Ich sag mal, man muss immer überlegen, wofür wird die Software geschrieben? Wie wichtig ist sie? Wie schlimm ist es, wenn irgendwelche Fehler auftauchen? Und an manchen Stellen, ja, ich sag mal, man hat häufig irgendwelche Exception-Händler, da ist es tatsächlich schwierig hinzukommen und die jetzt zu covern. Wobei ich da andersrum sage, wenn ich da Code habe und da habe ich quer durch den Code überall irgendwelche Exception-Händler verstreut, ist der Code dann so gut? Oder sollte ich den vielleicht ändern, dass ich das gar nicht so habe? Mir ist klar, in realen Projekten kommt man an die 100% nicht hin. Ne? Aber auf der anderen Seite jetzt den Entwicklern irgendwie eine Vorgabe zu geben, ja, es muss x% sein, bringt es normalerweise auch nicht. Weil jeder weiß es ja, jede Metrik, die man irgendwie so vorgibt, da kann man betrügen. Ja, genau. Und dann wird auch betrogen. Ne? Also das heißt, das bringt es nicht. Ne? Man muss den Entwicklern höchstens sagen, ja, man muss an deren Vernunft appellieren. Ja. Das mit einer Metrik zu erschlagen, funktioniert, glaube ich, nicht. Und vor allen Dingen, man muss berücksichtigen, ich habe auch schon mal einen Code gehabt, der hatte zwar eine relativ gute Test-Coverage, aber die Asserts waren Unfug. Und das hilft mir dann auch gar nicht. Ja. Ja, das heißt, die hohe Coverage hilft mir auch nur, wenn ich vernünftige Asserts habe, sonst bringt es nichts. Ja. Hat denn dieses Experiment jetzt, oder jetzt so, ich finde es total klasse, weil es echt mal so ein plakatives Beispiel auch ist, wenn man sowas durchexerziert. Hat das jetzt bei dir auch Lust gemacht, noch mal einen Schritt weiter zu gehen oder was da weiter zu erforschen? Also jetzt nicht direkt. Ja. Ich sag mal, ich bin auch normalerweise ja gar kein Tester. Ich bin normalerweise in Integrationsprojekten unterwegs. Ja. Da kommt es halt dann, ne, sag mal, da hat man normalerweise nicht die kleinen Unit-Test-Probleme, sondern da hat man immer die Probleme, wirklich die Tests mit den anderen Systemen zu machen, weil in Integrationsprojekten, es geht halt immer zwischen den Systemen schief. Ne? Ja. Man sitzt da ja genau dazwischen. Und ja, ich sag mal, da versucht man dann auf einer anderen Ebene auch eine sinnvolle Testabdeckung zu haben, ne? Und die verschiedenen Testfälle zu haben. Das stimmt, ja. Ja, ich find's klasse. Ich möchte da hier nochmal den Aufruf an die Tester ausstatten. Der ist ja schon Repository da drinnen. Vielleicht findet man ja jetzt noch andere Fehler. Ne? Du hast gesagt, das mit der While-Schleife, das war jetzt damit nicht abgedeckt. Das ist vielleicht der Ehrgeiz der Tester. Hier, die probieren das mal aus. Vielleicht findet man ja noch was anderes da drinnen. Da kann man ja mal rumspielen und dir dann auch eine Info geben dazu. Wer mag, kann dann ja im Git-Repository einen Kommentar hinterlassen. Ja. Ich gebe jetzt auch keinen Preis aus für Fehler, die gefunden werden. Ich appelliere nur an die Ehre. Genau, ja, das stimmt. Roger, vielen lieben Dank für dass du dieses Experiment hier vorgestellt hast. Ich finde es total spannend, weil so Code Coverage von der Testerseite immer so ein bisschen Diskussionsgrundlage mit Entwicklern ist irgendwie. Und ich finde das mal toll, mal auch von der anderen Seite zu beleuchten, mal zu schauen, was bringt's, wie kann man es machen und da mal tiefer reinzugehen. Ich glaube, da hast du mal ein kleines Fenster geöffnet für uns aus der Tester-Community da und vielleicht auch da den Ehrgeiz geweckt, im eigenen Team mal drauf zu schauen, was können wir denn da besser machen. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch eine schöne Restkonferenz. Danke. Danke. Ciao. Tschüss.